Moin Moin, neue Folge und wie ihr seht, heute mal nicht im Studio, sondern unter freiem Himmel. Könnte man sagen, eine Art Spezialfolge und ich bin auch schon ganz aufgeregt, verrate aber noch nicht wieso. Und sage Verhalten. Willkommen zu einer neuen Folge Striegelball TV. Ich bin der Jens und heute dreht sich alles um das Thema E-Autos. Elektronische Fahrzeuge, nicht erst seit gestern ein Thema, was man an den aktuellen Verkaufsstatistiken sicherlich sehen kann. Man geht sogar davon aus, dass bis 2020 an die 10 Millionen Fahrzeuge in Deutschland fahren werden. Wir wollen uns heute damit intensiver dann auch beschäftigen. Was ist wirklich ein E-Auto? Wie funktioniert der Antrieb? Wo kommt die elektronische Energie denn wohl her? Wie funktioniert das Ganze in der Theorie? Und haben, deswegen heute ein bisschen Spezialfolge, auch einen Wagen zur Verfügung gestellt bekommen. Und nicht irgendwie die kleine BMW Flunder, sondern den E-Wagen aus dem Silicon Valley. Das Hype-Fahrzeug überhaupt, wo der Firmenbesitzer quasi der Steve Jobs der Automobilindustrie ist, nebenbei Raketen in den Weltraum schießt und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Wir reden vom Tesla Model S. Bevor wir uns spezieller um dieses Schätzchen hier kümmern, möchte ich erstmal erklären, wie das ganze System und der Antrieb eines E-Fahrzeuges funktioniert. Es ist, denke ich, jedem klar, dass bei dem E-Motor eben ein Motor benutzt wird, der keine fossilen Brennstoffe benutzt, sondern eben elektrische Energie. Es gibt zwei Arten von Motoren, den Gleichstrommotor und den Wechselstrommotor. Gleichstrommotor heißt, der Stromfluss geht permanent und konstant in eine Richtung. Will ich aber gar nicht weiter darauf eingehen, weil der sehr voluminös ist generell, der Gleichstrommotor, und sehr gewichtig auch und deswegen in der Automobilindustrie keine Chance hat und einfach keine Rolle spielt. Der Wechselstrommotor dagegen ist sehr kompakt, gewährleistet hohe Drehzahlen und dadurch, dass wir mit Wechselstrom arbeiten und der Stromfluss periodisch also wechseln kann, kann man auch sehr gut mit verschiedenen Spannungen arbeiten. Da gibt es auch nochmal zwei Unterschiede, den synchronen Motor und den asynchronen Motor. Der synchrone Motor heißt, es gibt zwei Teile, auf die möchte ich dann gleich genauer eingehen. Beim synchronen Motor sind diese zwei Komponenten entsprechend synchron am Laufen, beim asynchronen laufen sie entsprechend zeitverzögert. In der Regel heutzutage, die Elektrofahrzeuge benutzen fast ausschließlich alle den synchronen Motor. Mercedes, Toyota, BMW und Konsorten. Es ist eigentlich fast nur noch Tesla über, die den asynchronen Motor benutzen. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Beim synchronen Motor ist man noch auf konstante Magnete angewiesen. Die werden durch Erden hergestellt. Durch Erden, was sind jetzt Erden? Das sind im Prinzip sehr seltene und sehr teure Industriemetalle, die dazu verwendet werden können. Und da beißt sich natürlich bei dem Gedanken, ein umweltfreundliches Auto zu haben, natürlich die Katze teilweise in den Schwanz. Tesla benutzt immer noch den asynchronen Motor. Diese Magnete werden in diesem System gar nicht benutzt, weil die Spannungen eigenständig erzeugt werden durch Induktion. Deswegen sagt man auch zum asynchronen Motor Induktionsmotor. Ist eine Sache, die schon vor 100 Jahren Nikola Tesla mit eingeführt hat. Darauf haben wir auch gelernt, woher der Firmenname kommt. Und dadurch, dass die Magnete nicht verwendet werden müssen, sind wir a. umweltfreundlicher, aber auch wartungsfreier und haben weniger Verschleißteile. Die zwei Komponenten, die ich sagen wollte, wie das System dann letzten Endes funktioniert. Wir haben zwei Komponenten, die aus elektrischer Energie mechanische Energie umwandeln. Und die nennen sich Rotor und Stator. Der Stator muss man sich vorstellen wie so ein Ring, der ist fest am Motorgehäuse selber dran, bewegt sich also nicht, wird mit Gleichstrom gespeist und hat dadurch zwei ruhende Pole. Innen drin, es gibt auch mittlerweile Systeme, wo es außenrum ist, aber bleiben wir jetzt mal ein bisschen simpler, innen drin ist dieser Rotor. Der Rotor ist bewegbar, der kann eben rotieren. Und der wird mit Wechselstrom gespeist. Aus der Batterie, grundsätzlich aus dem Akku, kommt erstmal nur Gleichstrom. Es gibt also noch im Motor bzw. im Auto eine Komponente, nennt sich Inverter oder Wechselrichter, der aus dem Gleichstrom Wechselstrom macht, also Dreiphasenstrom. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, hat jeder bei euch auch in der Küche beim Herd, der wird auch so angeschlossen. Dadurch, dass also jetzt wir auf der einen Seite beim Stator diesen Gleichstrom haben und die zwei ruhenden Pole und der Rotor aber Wechselstrom hat, und dadurch die Spannung und der Stromfluss entsprechend wechselt, haben wir zwei Elektromagnetfelder, die sich ständig gegenseitig anziehen und abstoßen. Und durch diese magnetischen Kräfte fängt der Rotor an zu drehen. Und diese Drehung wird letzten Endes einfach verwendet und direkt in den Antrieb übergetragen. Und somit wird aus elektronischer Energie mechanische Energie. Großer Vorteil. Es gibt also keinen
mehr oder weniger Umwege wie beim Diesel oder beim Benziner, wo man Kolben hat, die statisch erstmal so laufen und dann in eine Rotationsbewegung umgewandelt werden müssen, sondern wir haben diesen Rotor, der wirklich sofort in eine Rotationsbewegung den Antrieb leitet. Die Akkus, erstmal von vornherein erklärt, ist der teuerste Teil bei einem elektronischen Fahrzeug. Im Gegensatz zu den Benzinern und Verbrennermotoren, wo natürlich der Motor der teuerste Teil des Autos ist. Hier ist es wirklich so, beispielsweise bei einer Smart-Klasse, bei einem kleinen Auto, haben wir schon 3.000 bis 4.000 Euro an der Backe, nur für die Akkus. Bei einem Tesla, hier bei dem Model S, kommen wir schon auf über 20.000 Euro. Woraus bestehen die Akkus? Das sind Lithium-Ionen-Akkus. Kennt ihr alle, ist im Alltag weit verbreitet. Steckt in jedem Handy, in jedem Computer und so weiter und so fort. Und hier ist das genau dieselbe Technik. Lithium-Ionen-Akkus, wirklich standardmäßig aus den Laptops. Das Ding ist eben nicht die Akkutechnologie an sich, sondern wie macht man aus diesem Laptop-Akku, bei dem man dann einige eben braucht, ein komplett funktionierendes System und balanciert das aus mit den verschiedenen Ladeständen und so weiter. Beispielsweise hier beim Tesla sind insgesamt 7.000 solcher Akkus miteinander verbunden in 16 Modulen, die man dann Stacks nennt. Und da liegt die große technische Innovation drin, wie man denn diese Stacks und diese Module miteinander verbindet, wie man die verschiedenen Ladestände untereinander ausgleicht und balanced und wie man natürlich, ein großes Problem, kennt auch jeder bei dem kleinen Handy-Akku schon, wie man da die Hitze reguliert. Das muss natürlich alles auch ordentlich gekühlt werden und jeder weiß auch, dass Akkus eine bestimmte Betriebstemperatur haben, um ordentlich zu arbeiten. Das heißt, es darf nicht zu heiß werden und auch wenn es zu kalt ist oder sehr kalt, arbeitet der Akku natürlich auch nicht richtig. Grundsätzlich lässt sich sagen, hier als kleine Anekdote oder was so ein Richtwert ist, dass man so ein Modul oder so ein Akku 150.000 bis 200.000 Kilometer fahren kann. Das ist so ein genereller Richtwert. Tesla sagt dazu, gibt keine Kilometerreichweite, gibt aber 8 Jahre Garantie, bis so ein Modul ausgetauscht werden sollte. Das heißt noch lange nicht, dass das Modul komplett platt ist und durch ist, aber das ist einfach so ein Richtwert, den Tesla angibt oder den man mittlerweile auch so rausgefunden hat. Wie gesagt, teuerste Teil vom Auto und unter Umständen momentan noch nach technologischem Stand vielleicht so dieser kleine Nachteil, den Elektroautos mittlerweile noch haben. Wird aber ausgetauscht. Ich glaube, die nächste Stufe ist schon Lithium-Luftakkus und was danach noch kommt, weiß der Teufel. Ich weiß, dass Elon Musk und Tesla mittlerweile auch an einer eigenen Batteriekonzeption arbeitet. Die wollen auch nicht mehr einkaufen, sondern selber in die Batterieherstellung gehen und da ist sicherlich noch viel Luft nach oben und viel Technologie machbar. Der Tesla Model S hat je nach Fahrweise natürlich eine Reichweite von ungefähr 200 bis 600 Kilometern und kann, falls gewünscht, auch über die ganz normale Steckdose aufgeladen werden. Da wir da aber dann nur so 2500 Watt haben, konstant, braucht man natürlich auch über 20 Stunden, bis der Wagen komplett aufgeladen ist. Alternativ gibt es die normalen Stromsäulen an den Tankstellen, die mit 22 Kilowatt laden und speziell von Tesla auch die sogenannten Supercharger, die mit 145 Kilowatt laden. Damit ist dann auch der Wagen in 75 Minuten ready und voll getankt oder voll aufgeladen, wie man es will. Diese Supercharger gibt es momentan um die 700 Mal weltweit verteilt. Klingt im ersten Moment jetzt erstmal nicht unbedingt flächendeckend oder safe, um von A nach B zu kommen. Tesla garantiert aber, dass man mit einer 30 Minuten Aufladung an einem Supercharger bis zur nächsten Station oder bis zum nächsten Supercharger definitiv kommen kann. Falls das so wirklich stimmt, ich habe es jetzt selber natürlich noch nicht austesten können, ist das natürlich eine super Sache. So, dann gucken wir doch mal, was hier vorne unter der Haube quasi sitzt. Wo ist denn da der Motor? Machst du auf, was ist drin? Nix. Großes Loch. Naja, Kofferraum, halt so ein kleiner. Denkt man sich, ja gut, hat man vorher auch schon mal erlebt, gibt es auch bei Porsche oder Ferrari oder Lamborghini. Ist halt nix, außer wie man oben rechts kurz erkennen kann, ein Stopfen, um Wasser nachzufüllen für die Scheibenwischanlage. Gehen wir also mal nach hinten gucken. Machst du da auf? Was ist da? Wieder nix. Richtig großes Kofferraumvolumen. Plus sogar ein extra, ich sag mal, Geheimfach, weil im normalen Auto da normalerweise der Tank sitzen würde und wir den hier entsprechend beim Elektrofahrzeug natürlich nicht brauchen. Vorne keine Batterien und kein Motor, hinten keine Batterien und kein Motor. Wo ist denn der ganze Kram versteckt? Das ist ziemlich simpel. Der Motor sitzt direkt auf der Hinterachse und sorgt für direkten Antrieb der Räder. Und die ganzen Batterien, die Traktionsbatterien, liegen im Unterboden versteckt. Hat eben den Vorteil, dass wir eine vollwertige Limousine haben für 5 Personen, plus eben entsprechend Kofferraumvolumen.
Und auf der anderen Seite haben wir hier unten die Batterien, die ein Gewicht von 600 Kilogramm haben. Insgesamt nebenbei mal bemerkt hat das Auto 2,3 Tonnen. Diese 600 Kilogramm, wie man hier sehen kann, erzeugen aber auch einen extrem tiefen Schwerpunkt des Autos. Heißt, wir haben automatisch die Sachen im Unterboden versteckt und trotzdem eine unglaublich gute Fahrzeugbalance und Dynamik. Gut gemacht. So, jetzt sitzen wir jetzt ja auch mal im Schätzchen drin und wie ihr seht, ist das ein vollwertiger, ausgestatteter Computer. Tesla sieht sich selber gar nicht nur so als Automobilhersteller, sondern auch wirklich als Computersoftwarehersteller und deswegen haben wir hier komplett alles drin und alles automatisch, was ihr wollt. Vom Türöffner bis zu kleinen Details hier. Und wie ihr seht, hier totales Novum, hat sonst keine andere Klasse. 17 Zoll Monitor, über das alles gesteuert werden kann. Touchscreen, Nvidia-Grafik inside. Läuft alles mit Ubuntu-System und wird alles hier gesteuert. Das Auto ist selber komplett internetfähig, hat ohne Scheiß eine SIM-Karte drin und kann entsprechend von Tesla selber auch immer wieder mit Updates versorgt werden. Wird auch immer mit Updates versorgt. Und ist halt wirklich auch ein vollwertiger Computer. Wie gesagt, das ist ein vollwertiger Computer und ist mit allem Scheiß ausgestattet, den ihr irgendwie auch ins Auto einbauen könnt. Schließlich reden wir hier von einem Oberklassenwagen. Riesen 17 Zoll Monitor, Rückwärtskamera, Vorwärtskamera. Das ganze Auto ist rundherum voll mit Kameras, voll mit Sensoren und hat sogar vorne noch ein Radar drin. Also in puncto Fahrsicherheit lässt sich der Tesla auch nichts erzählen. Wenn wir mal hier runter schauen, komm mal mit, schau mal hier runter, fällt uns als erstes was ganz Spezielles auf. Wo ist das Mittelding, womit wir eigentlich irgendwie entweder die Automatik steuern oder manuell schalten? Brauchen wir beim Elektroauto eben nicht, weil das Auto dadurch, dass sofort Drehzahl und Drehmoment da ist, von vornherein, wir sofort Gas geben können und wir mehr oder weniger eine Eingang-Automatik haben. Ihr kennt das bei den Benzinern und bei den Dieselmotoren, da müssen wir, die Motoren laufen halt nur bei einer bestimmten Drehzahl optimal und deswegen müssen wir immer weiter höher schalten, damit wir in dieser optimalen Drehzahlbereich bleiben. Brauchen wir beim Elektroauto eben halt nicht, weil der von vornherein sofort die Drehzahl und den Drehmoment hat. Geht ein bisschen gegeneinander, das heißt, ab einer gewissen Geschwindigkeit nimmt der Drehmoment entsprechend ein bisschen ab. Liegt einfach daran, dass die Energie der Batterien dann ein bisschen abnimmt, aber wir brauchen eben kein Schaltgetriebe hierfür. Das Auto läuft einfach von vornherein geradeaus durch und geht wohl ab wie eine Luzi. Und das testen wir jetzt mal aus. Erst was einem sofort hier auffällt, sobald man hier mal so leicht aufs Gas tritt, man hat irgendwie das Gefühl, da fehlt irgendwas. Da fehlt einem natürlich als erstes mal der Sound. Man hat nur so ein kleines Rauschen, das mehr oder weniger erst von den Reifen und vom Asphalt kommt. Und hat so das Gefühl, ja, irgendwas fehlt. Und man hat so eine gewisse Angst, wenn man auch den Gang einlegt und die Automatik. Irgendwas stimmt hier nicht. Es muss doch irgendwie losgehen. Irgendwie muss doch da eine mechanische Bewegung sein. Ist eben halt nicht, weil sofort der Motor auf dem Antrieb sitzt und sofort loslegt. Grundsätzlich, wie gesagt, Oberklassenwagen ist in derselben Klasse wie Mercedes S-Klasse zum Beispiel. Natürlich ist hier voller Komfort. Luftgefedert. Soweit alles im Lot und jetzt wollen wir natürlich gucken, wir haben eben von Drehmoment und Drehzahl gesprochen, wie das Ding hier abgeht. Verdammte Scheiße! Okay, das war Drehmoment und ich habe gerade so ein bisschen Adrenalinschock gekriegt. Nur so ein bisschen. Und gleich kriege ich auch Pipi in den Augen, weil hier nach der Kurve werde ich das Ganze nochmal versuchen. Einen Moment. Was sich hier dazu auch sagen lässt, das Gaspedal ist ja wirklich sofort mit dem Antrieb verbunden. Im Prinzip gibt das Gaspedal die Frequenz wieder, auf die der Motor laufen muss. Das heißt, wenn ich das Gaspedal komplett loslasse, gibt es mehr oder weniger auch gar keinen Strom und der Antrieb läuft nicht. Hat auch einen riesen Vorteil, dass dieses ganze System, wenn ich kein Gas gebe und mehr oder weniger nur die Reifen laufen, das Ganze wie ein Dynamo funktioniert und rückwirkend wirkt. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine Bergabfahrt habe, ohne Gas zu geben, ohne elektrische Energie zu verwenden, dienen die Reifen quasi als Dynamo und können Energie quasi rückwirkend wieder auf die Batterie zurückgehen. Der Tesla schafft da unter Umständen 60 Kilowatt. Jetzt wird nochmal gerade und ich gebe nochmal Gas. Verdammte Luzi. Also nur mal so aus rein technischen Klugscheißerei. 0 bis 100 irgendwie in 3 Sekunden. Das heißt schon was, da kommen auch die großen Sportwagen nicht ran. Oder nur die extrem großen Sportwagen und das macht höllisch Spaß. Und hört ihr das? Ihr habt nur so wie so eine kleine Turbine. Sehr, sehr abgefahren. Extrem abgefahren.
Ich bitte Neidkommentare dann am Ende des Videos zu unterlassen. Das Ganze natürlich Bezug auf die Energierückgewinnung, das kennt man natürlich auch schon bei den Hybridautos, dass wenn wir die Bremse drücken, natürlich auch Energie rückgewonnen werden kann und zurück in die Traktionsbatterien gehen, beziehungsweise hier unten liegen sie. Ist aber hier wirklich auch ein Novum, dass das Ganze rückwirkend, das ganze System rückwirkend wirken kann. Ich gebe nochmal kurz Gas. Sehr geil. Dass wir wirklich auch so eine bis zu 60 Kilowatt, das ist nicht wenig, zurück zur Batterie zurückgeführt werden kann, indem wir einfach das Pedal nicht drücken. Das Pedal gibt die Frequenz an, die Frequenz damit die Motorengeschwindigkeit und die Drehzahl und nicht über Umwege wie beim Benziner oder beim Diesel, dass wir über Umwege, sondern eine direkte Kontrolle zum Antrieb über das Pedal haben. Natürlich durch Computeralgorithmen und so weiter unterstützt und kontrolliert, aber ich bin schwer angetan. Das Ding macht Spaß. Elektroautos machen Spaß. Könnte ich mich dran gewöhnen. Eine neue Folge Skripal TV geht langsam, aber sicher zu Ende. Heute mit einer Art Spezialausgabe, wie ich am Anfang schon angekündigt habe. Wir haben über E-Autos geredet, wir hatten so einen Tesla am Start, um das ein bisschen konkreter auszutesten. Was ich dazu sagen kann, persönlich bezüglich der Technologie, ich denke, wir sind da auf einem richtigen Weg mit neuer Technologie. Die hat vielleicht noch ihre Kinderkrankheiten und es gibt Verbesserungsvorschläge und mit Sicherheit auch Kritiker, die sagen, wir haben am Ende vielleicht ein emissionsfreies und umweltfreundliches Auto, auch das bei Betriebskosten längst die Verbrennermotoren schlägt. Aber bei der Herstellung, bei Akku, wir hatten das auch eben bei den Synchronmotoren und so weiter, bei diesen edlen Metallen, die dafür abgeschürft werden sollen, gibt es sicherlich Kritikpunkte, die nicht unberechtigt sind. Aber ich denke, das ist die Zukunft und wir können momentan sogar auch schon sagen, dass für den Kurz- und Mittelstreckenbereich das Ganze hier schon funktioniert. Vielleicht noch in Kombination mit Carsharing und so weiter ist das definitiv die umweltfreundlichere Art. Grundsätzlich jetzt zum Model S kann ich sagen, wir haben hier wirklich ein Oberklassenfahrzeug, das den anderen Oberklassenfahrzeugen in nichts nachsteht und auch in Westeuropa bei den Anmeldezahlen und Verkaufszahlen den Primus Mercedes S-Klasse auch schon geschlagen hat und das eben nicht umsonst. Also hier haben wir wirklich ein wunderbares Produkt, Auto, das in allen Bereichen super läuft. Letzten Endes mein Wort zum Sonntag. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg mit so einer Technologie, wenn wir zum einen hier so eine junge, innovative Firma haben, die versucht auch manchmal mit unnötigen BR-Gags, wie auch immer, aber eine neue Richtung zu gehen, während die alten, großen mehr oder weniger noch auf alte Technologien, 100 Jahre alte Dieselmotoren stehen und momentan eher damit punkten, dass sie Affen an Auspuffanlagen haben nuckeln lassen. Ich bin soweit durch. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder mit einem neuen Thema, mit einem neuen, was auch immer Gedöns. Mach die Kamera jetzt aus, ich hab Bock, das Auto zu fahren. Ich hab gesagt, mach aus, mach Platz, hau ab, ciao.